Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Heute mit dem Twister 90R. Ich habe den monatelang jetzt wieder getestet. Ich bin Strecke gefahren, ich bin Slalom gefahren in so einem Skatepark. Ich bin Bandtrack gefahren. Ich hatte ein Abenteuer mit Fröschen, da hören wir schnell rein. Das war auch eine sehr geile Location. Natürlich habe ich auch einen Backflip damit gemacht, ich konnte es nicht sein lassen. Also eigentlich alles getestet, was man testen mit dem Skate. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Lieferumfang. Mega cool für Rollerblade, dass sie immer einen Bremsklotz dazu haben. Den habe ich jetzt nie dran getan, ihr kennt mich. Aber ich finde es mega gut, gerade für Anfänger ist das sehr, sehr nützlich. Dann auch beim Lieferumfang dabei sind 2 Imbusschlüssel. Mit denen kann man eigentlich jegliche Schraube, die dran ist, lösen. Und dann hat es noch das Cuff, so einen Cuff-Halter. Also man kann von innen dran, da wo das Cuff ist, hast du eine Schraube. Und damit die schön anziehen kannst, musst du von innen dran das festheben. Das ist Cuff. Das ist eben das Cuff-Tool, das da dabei ist. Genau. Und dann haben wir noch den Footboard Sizer. Da geht es einfach darum, jetzt ich habe zum Beispiel da die Schale 4344 und das heisst, die Schale eben aussen dran ist 4344 und wenn du jetzt willst, dass das eher ein 43 wird, zumindest stehen, dann tust du die sogenannten Footboard Sizer im Innenschuh rein, also so wie eine zweite Sohle, tust du die rein und dann ist der Schuh enger. Genau, das sind die Footboard Sizer, 2 Stück natürlich an der Anzahl. Die sind auch dabei. Genau. Dann reden wir ganz kurz über den Liner. Da gibt es gar nichts Spezielles zu sagen. Er ist super bequem. Du steigst rein und fühlst dich direkt wohl. Im Gegensatz zu anderen Skates, wo du zuerst sehr viel einfahren musst, finde ich den Liner einfach wirklich mega cool. Steigst rein, fetzt los. Du hast eine normale Buckel, ist kein Memory Buckel oder so. Also ganz normale Verschlüsse. Da unten hast du einen Micro-Verschluss. Den kannst du einfach so anziehen, gegen rauf und lösen, wenn du auf dem grauen Teil drückst. Ja, da kann man nicht viel darüber sagen. Die Schale ist auch die gleiche Twister-Schale, wie sie schon der Vorgänger hatte. Sie haben den ja mal ein bisschen breiter gemacht. Ja, für mich jetzt wirklich perfekter Fit. Ich muss auch den Footboard Sizer nicht rein tun. Alles gut soweit. Dann, was wirklich das Highlight bei diesem Skate ist, was wirklich, wirklich cool ist, ist das Frame. Du siehst jetzt da, habe ich 4x90 mm drauf. Das sind Hydrogen Wheels, also auch super High Quality. 90 mm 85a von der Härte her. Also ein super Setup. Und jetzt kommen wir auf das R zu sprechen. Der Artikel heisst ja 90R und das R heisst Rockeret. Ja, was heisst Rockeret? Rockeret heisst, dass das vorderste und das hinterste Wheel ganz wenig höher oben steht. Das würde, oder also ja, laut der Idee, heisst das, du hast das Hauptgewicht da auf diesen 2 Rollen und bist somit wendiger. So die Theorie. Jetzt müsst ihr aber wirklich keine Angst haben. Die nicht so erfahren sind, ihr werdet es nicht gross spüren. Also ich habe so viele Tests gemacht, eben auch mit Slalomfahren und so weiter. Ich habe wirklich keinen grossen Unterschied zwischen einem Flat Setup und dem gemerkt. Also ich glaube, wirklich merken würde man es, wenn man da jetzt hin und vorne ein bisschen kleinere Wheels drauf tun, dann würde man es merken. Aber sonst habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nichts gemerkt. Also für Anfänger definitiv eine gute Empfehlung, das Skate kann man auch direkt starten. Also lasst euch nicht irritieren vom Rockeret. Genau. Einfach wichtig, das zu wissen. Und was jetzt eben auch sehr cool ist, du hast da jetzt das 4er-Setup, mit dem kommt es. Aber du kannst auch umstellen auf ein 3er-Setup mit dem genau gleichen Frame. Seht man da? Dann kann man auch das 3er-Setup machen. Also du kannst das gleiche Frames für beide Setups verwenden.
und es funktioniert einfach. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Also mir hat das Skate mega gut gefallen. Ich finde ihn oben mega robust. Kraftübertragung ist super. Wie gesagt, das mit dem Rockrad habe ich nicht gespürt. Ja, ich glaube, das wäre so das, was man über das Skate erzählen kann. Ich schaue noch schnell auf meine Notizen, ob ich noch irgendetwas vergessen habe. Genau. Ganz wichtig. Das Frame, jetzt bei meiner Schuhgrösse, hat eine Länge von der vordersten zu der hintersten Schraube, oder umgekehrt, von 274, also 274 mm von der vorderen Schraube bis zu der hinteren. Bei meinem normalen Skate, den ich aktuell so brauche, das ist der Lightning, da habe ich eine Distanz von 255 von da vorne da hinten. Das heisst, das Frame ist rund 2 cm kürzer als das Frame. Das heisst, mit dem da bin ich viel wendiger als mit dem, obwohl der Rockrad ist. Das wollte ich einfach noch erwähnen. Also die Framelänge ist schon auch noch ausschlaggebend, wie wendbar das man ist. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass man mit dem Twister 90R nicht wendig ist. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, von dem, was ich alles getestet habe, dass ich mit dem Lightning Frame, also ja, eben das mit 255 mm, dass ich mit dem viel wendiger war. Genau. So, ich glaube, das wäre es etwa. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt doch einen Kommentar unter dem Video oder schreibt mir eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram. Genau. Nicht vergessen, liken, subscriben und ja, wenn noch irgendetwas ist, einfach eben einen Kommentar schreiben. Das wäre es für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Peace out.